Willkommen zum zweiten Teil des Moduls Azure Active Directory und Microsoft Intune Grundlagen. In diesem Teil werden wir uns mit Microsoft Intune und Intune für Education befassen. Wie bereits besprochen, Microsoft Intune ist ein Service, der vom Microsoft Endpoint Manager bereitgestellt wird. Es handelt sich dabei um einen Cloud-Service, der es uns ermöglicht, unsere Geräte zu verwalten. Microsoft Intune bietet zwei verschiedene Management-Ansätze. Der eine wird Mobile Device Management oder MDM genannt und der andere wird Mobile Application Management oder MAM genannt. Beide Ansätze sind plattformübergreifend. Das heißt, mit Microsoft Intune können wir sowohl Windows, macOS, iOS, iPadOS als auch Android-Plattformen verwalten. Mit dem Mobile Device Management werden Geräte beim Service angemeldet. Sobald das geschehen ist, können wir Einstellungen und Anwendungen bereitstellen. Wir haben ein hohes Maß an Kontrolle über diese Geräte, so können wir zum Beispiel auf einem studentischen Gerät Einstellungen wie den Hintergrund, den bevorzugten Browser oder Favoriten auf diesem Gerät festlegen. Wir können außerdem Anwendungen für diese Geräte festlegen, sodass die Studenten die Anwendungen nicht selbst installieren müssen. Beispielsweise können wir so Office, Teams und OneNote einfach auf die Geräte verteilen. Mobile Device Management bietet auch die Möglichkeit, eine Liste der Geräte mit den Hardware-Details zu erstellen und die Geräte-Compliance auf der Grundlage der Compliance-Richtlinien zu messen, die wir im Dienst definieren. Bei Bedarf können wir auch Unternehmens- oder Schuldaten von diesem Gerät entfernen. Das kann nötig werden, wenn ein Gerät gestohlen wird oder verloren geht. Während Mobile Device Management eher für Unternehmens- oder Schulgeräte eingesetzt wird, kommt Mobile Application Management häufiger bei Bring-Your-Own-Device-Szenarien zum Einsatz. Bei der Verwaltung mobiler Anwendungen geht es darum, Anwendungen und deren Verhalten zu verwalten. Wir können Anwendungen und deren Inhalte schützen. Zum Beispiel können wir die mobile Outlook-Anwendung so konfigurieren, dass Benutzer keine E-Mails außerhalb unserer Organisation versenden können. In diesem Kurs werden wir uns auf die Verwaltung mobiler Geräte konzentrieren. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen Intune für Education vorstellen. Wir haben bereits über Intune gesprochen, unsere Cloud-Lösung für die Verwaltung von plattformübergreifenden Geräten. Wir haben darüber nachgedacht, wie wir diese Lösung an die Anforderungen von Schulen anpassen können. Dafür haben wir bei Intune für Education die Verwaltungsbeispiele von Intune genommen und diese vereinfacht, um leichter zu navigieren. Die Idee hinter Intune für Education ist, dass die Verwaltung von Schulgeräten nicht nur eine Aufgabe für IT-Profis sein soll, sondern dass durch die Bereitstellung einer einfacher zu bedienenden und intuitiven Benutzeroberfläche jeder die Schulgeräte in kürzester Zeit verwalten kann. Zum Beispiel haben wir hier die Express-Konfiguration, eine assistentengesteuerte Lösung zur einfachen Konfiguration von Schulgeräten. Beachten Sie jedoch, dass Intune für Education so konzipiert ist, dass es nur die Einstellungen und verschiedene Workflows für die Verwaltung von iPad- und Windows-Plattformen enthält, da dies die Plattformen sind, welche am häufigsten im Bildungswesen verwendet werden. Wenn wir uns Intune für Education einmal ansehen, gibt es verschiedene Anwendungen und Richtlinien, die für Sie vorkonfiguriert sind, sodass Sie sehr schnell loslegen können. Unter dem Gesichtspunkt der Geräteanmeldung können wir auf die Anwendung Setup School PC oder den Windows Autopiloten zurückgreifen, sodass wir ganz einfach neue Geräte bereitstellen können. Dazu kommen wir im Modul 6 noch genauer. Schließlich bietet Intune für Education einen einfachen Zugriff auf Vorgänge, die häufig ausgeführt werden müssen, wie zum Beispiel das Zurücksetzen oder Löschen von Geräten. Ein Beispiel. Es ist das Ende eines Schuljahres und wir müssen die Daten auf den Geräten zurücksetzen. Dann können wir das ganz einfach mit Intune für Education tun, indem wir diesen Vorgang für die verschiedenen Geräte durchführen. Mit Intune für Education können wir unsere Geräte von der Registrierungsphase bis hin zur Ausmusterungsphase verwalten.
In der Registrierungsphase können wir Geräte in großen Mengen, zum Beispiel mit der Setup School PC App, anmelden. In der Bereitstellungsphase können wir Einstellungen und Anwendungen einrichten. Und in der Verwaltungsphase verwalten wir dann unsere Geräte, indem wir sie überwachen, Reportings erstellen oder Remote-Aufgaben ausführen. Am Ende des Lebenszyklus unserer Geräte müssen wir diese vielleicht auswechseln oder am Ende eines Semesters auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Die Frage ist also, welches Tool sollten wir nutzen? Ich habe bereits das Microsoft 365 Admin Center als eine Plattform vorgestellt, mit der auf die verschiedenen Konsolen zurückgegriffen werden kann. Von dort aus können Sie auf Microsoft Endpoint Manager oder Intune for Education zugreifen. Intune for Education ist wirklich die optimale Wahl, wenn Sie Intune zum ersten Mal nutzen. Falls Sie anspruchsvollere Konfigurationen erstellen oder andere Plattformen konfigurieren möchten, zum Beispiel Android oder macOS, können Sie jederzeit zum Microsoft Endpoint Manager wechseln. Denken Sie schließlich daran, dass Intune for Education und Microsoft Endpoint Manager nur zwei verschiedene Konsolen sind. Unabhängig davon, für welche Sie sich entscheiden, Sie konfigurieren immer den Intune-Service. Sie schließen sich nicht gegenseitig aus. Es kann also sein, dass Sie Aufgaben haben, die einfach mit Intune for Education ausgeführt werden können, und für komplexere Aufgaben können Sie Microsoft Endpoint Manager verwenden. In unserer zweiten Demo werden wir nun die mobile Geräteverwaltung vorbereiten. Wir werden einige Einstellungen in Azure Active Directory und einige Einstellungen im Microsoft Endpoint Manager konfigurieren, sodass die Geräte von unseren Endbenutzern einfach genutzt werden können. Danach werden wir sowohl die Microsoft Endpoint Manager Konsole als auch die Intune for Education Konsole ansehen. Und wir sind zurück im Microsoft 365 Admin Center. Von hier aus öffnen wir Azure Active Directory, um das Branding zu konfigurieren. Das Azure Active Directory Branding ist, wie ich bereits erwähnt habe, sehr nützlich für unsere Endbenutzer, sodass sie jedes Mal, wenn sie sich gegenüber der Azure Active Directory authentifizieren, eine vertraute Oberfläche sehen, vielleicht mit dem Schullogo oder Farben. Das Azure Active Directory Branding ist außerdem eine Voraussetzung dafür, dass Sie den Windows Autopiloten verwenden können. Hier wählen wir also Azure Active Directory und Company Branding aus. Dann wählen wir Konfigurieren und befüllen das Formular, indem wir für die verschiedenen Sprachen ein Hintergrundbild für die Anmeldung, ein Bannerlogo, einen Hinweis auf den Benutzernamen und einen Text für die Anmeldeseite angeben können. Sobald wir dieses Formular ausgefüllt haben, können wir auch die Option Angemeldet bleiben aktivieren und wählen Speichern aus. Um die Ergebnisse des Azure Active Directory Brandings zu demonstrieren, öffnen wir ein privates Fenster und können so sehen, wie unsere Endbenutzer begrüßt werden, wenn sie versuchen, sich bei unserem Mandanten anzumelden. Von hier aus gehen wir zu portal.office.com und geben ein Benutzerkonto ein, das an unserem Mandanten erstellt wurde. Jetzt können Sie die Konfiguration von Azure Active Directory Branding sehen. Als Schüler kann ich das Logo der Schule sehen, werde mit einer Willkommensnachricht begrüßt und kann mein Passwort eingeben. Da wir die Option Angemeldet bleiben aktiviert haben, wird der Nutzer außerdem gefragt, ob diese Funktion aktiviert werden soll. Jetzt kann ich Office online nutzen. Um die Umgebung für die Verwaltung mobiler Geräte vorzubereiten, müssen wir noch eine weitere Sache in Azure Active Directory konfigurieren. Gehen Sie deshalb mit dem Mauszeiger auf Geräte und wählen Sie Geräteeinstellungen aus.
Hier müssen wir sicherstellen, dass für Benutzer kann Geräte mit Azure AD verbinden die Option Alle eingestellt ist. Das ist eine Voraussetzung für Massenvorgänge, wenn Bereitstellungspakete für Windows-Geräte verwendet werden. Damit werden wir uns später noch näher beschäftigen. Gehen wir zurück zum Microsoft 365 Admin Center und schauen wir uns den Microsoft Endpoint Manager genauer an, um einige grundlegende Konfigurationen vorzunehmen. Das ist ein Microsoft Endpoint Manager Admin Center. Wie jede andere Microsoft 365 Konsole haben wir einen Navigationsbereich auf der linken Seite, den wir minimieren oder erweitern können. Und dann haben wir Links zu den verschiedenen Funktionalitäten, die der Microsoft Endpoint Manager bietet. Gehen wir zunächst auf Geräte, Windows und wählen Windows Registrierung und hier die automatische Anmeldung aus. Die automatische MDM-Registrierung ist eine Option für Windows 10 Geräte, um sich nach einem Azure AD Beitritt oder einem Azure AD Registrierungsprozess automatisch in Intune einzuwählen. Hier wollen wir sicherstellen, dass der MDM-Benutzerkreis auf alle eingestellt ist. Wir können hier auch den Gerätetyp, der von Intune verwaltet wird, festlegen, indem wir Registrierungsbeschränkungen nutzen. Dazu kommen wir im 6. Modul. Jetzt möchten wir zunächst sicherstellen, dass Windows Hello for Business auf der Mandantenebene deaktiviert ist. Der Grund dafür ist, wenn wir nicht sicherstellen, dass Windows Hello for Business standardmäßig deaktiviert ist, werden alle Nutzer, die mit Azure Active Directory verbunden werden und von Intune verwaltet werden, dazu aufgefordert, sich in Windows Hello for Business zu registrieren. Für Studentengeräte, bei denen die Studenten möglicherweise nicht über die Multifaktoren-Authentifizierung registriert sind, ist das nicht der gewünschte Fall. Möchten Sie Windows Hello for Business auf bestimmten Geräten immer aktiviert haben, können Sie dies mit einer separaten Richtlinie konfigurieren. Um sicherzustellen, dass Windows Hello for Business auf einer Mandantenebene deaktiviert ist, wählen Sie hier Disabled aus. In meinem Fall sind keine Änderungen erforderlich. Wir werden im Laufe dieses Workshops mehr Zeit im Microsoft Endpoint Manager Admin Center verbringen. Gehen wir nun wieder zurück zum Microsoft 365 Admin Center. Wenn wir alle Admin Center auswählen, haben wir einen Link zu Intune for Education. Wählen wir diesen Link aus, dann öffnet sich ein neuer Tab zum Intune for Education Portal. Wenn Sie direkt auf dieses Portal zugreifen möchten, können Sie intuneeducation.portal.azure.com in den Browser eingeben. Wie beim Microsoft Endpoint Manager haben wir links einen Navigationsbereich, in dem wir Links zu den verschiedenen Funktionalitäten haben, die von Intune for Education zur Verfügung gestellt werden. Wir können dieses Panel minimieren und erweitern. Und dann haben wir das zentrale Panel, in dem Sie Details über die Komponenten finden, die Sie auf der linken Seite auswählen. Wie Sie sehen können, erscheint diese Konsole mit ihren großen Elementen im zentralen Panel sehr benutzerfreundlich. Und wenn wir diese Elemente im Beispiel Express-Konfiguration auswählen, dann ist das ein assistentenbasiertes Szenario, das zur Konfiguration der Geräte verwendet werden kann. Wir werden all diese Optionen in zukünftigen Demos erkunden. Eine Sache, die ich noch kurz sagen wollte, ist, dass wenn wir die Gruppen auswählen, sehen wir alle Gruppen, die in diesem Mandanten konfiguriert wurden. Ein Vorteil bei der Nutzung von Intune for Education ist, dass Gruppen hierarchisch angezeigt werden. Wenn ich beispielsweise eine Grundschule erweitere und es gibt Gruppen, die in dieser übergeordneten Gruppe verschachtelt sind, dann werden diese hier angezeigt. Damit ist unsere Demo beendet. Lassen Sie uns also zu unserer Präsentation zurückkehren.
Zusammenfassend haben wir in diesem Modul viele verschiedene Themen abgedeckt. Begonnen haben wir mit einem Überblick zu Azure Active Directory und Microsoft Endpoint Manager. Dann haben wir uns Intune und Intune for Education angesehen. Anhand von Demos haben wir gezeigt, wie man einen neuen Mandanten mit einem Intune-Abo erstellt und haben dann einige Grundeinstellungen konfiguriert, um den Mandanten für die Verwaltung mobiler Geräte vorzubereiten. Außerdem haben wir uns verschiedene Tools angesehen, die wir für die Verwaltung dieser Plattform verwenden können. Wir haben uns das Microsoft 365 Admin Center, das Azure AD Admin Center und das Endpoint Manager Admin Center angeschaut und dann haben wir uns Microsoft Intune for Education angeschaut. Auf dieser Folie habe ich zusätzliche Informationen zusammengefasst. Darunter befinden sich einige Links zu Testabos für den Fall, dass Sie mit Intune for Education, Office 365 oder Microsoft 365 Testversionen durchstarten möchten. Außerdem habe ich Links zu den verschiedenen Admin-Centern hinzugefügt, die wir während der Demo behandelt haben. Schließlich weise ich auf School Data Sync hin, das ich während einer der Demos erwähnt habe. School Data Sync kann dazu genutzt werden, um Daten aus Ihrem Schulinformationssystem auf Microsoft 365 zu übertragen. Wenn Sie dem Link folgen, finden Sie eine Beschreibung vom School Data Sync. Damit ist Modul 2 abgeschlossen. Im nächsten Modul werden wir die Bereitstellung von Intune for Education behandeln.